wirklich noch so viele Jahre nach dem Ende dieser Beziehung gedacht, dass das die krasseste Liebe war überhaupt. Dieses ganze Drama auch voll gelebt. Ich habe mich da behandeln lassen wie ein Fußabtreter. Und warum bleibt man in toxischen Beziehungen, auch wenn man nahezu jeden Tag Rotz und Wasser heult, super unglücklich ist? Warum bleibt man in dieser Beziehung? Oder warum habe ich das, eine meiner toxischen Beziehungen, die 6 Jahre ging, aber es ging eigentlich nicht 6 Jahre, es war einfach nur so eine On-Off-Geschichte, die ich einfach nicht beenden wollte, weil das war mir damals nicht klar, aber es war schon Zweck meines Seins tatsächlich. Und ich dachte, das ist die ultimative Liebe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe echt den Glauben gehabt, dass ja, wenn man viel leidet und so, dann ist die Liebe einfach auch so intensiv. Ich wollte auch einfach nicht alleine sein. Ich konnte auch nicht alleine mit mir selbst sein. Es war unerträglich. Und wie traurig ist das, wenn man mit sich selbst nicht alleine sein kann und nicht sein will? Wie furchtbar muss man sich denn finden? Und ja, das war so. Deswegen brauchst du, also denkst du, du brauchst unbedingt jemanden, der dich dann liebt, weil du es ja selbst nicht kannst und weil du dich selbst so schlimm findest oder so vieles an dir nicht magst und dann möchtest, dass der andere das tut. Und man ist dann ja in einer emotionalen Abhängigkeit. Dass das keine Liebe war, das habe ich jahrelang später erst verstanden. Ich habe wirklich noch so viele Jahre nach dem Ende dieser Beziehung gedacht, dass das die krasseste Liebe war überhaupt. Nein, das war einfach hochgradig toxisch und ich war emotional extrem abhängig und wollte das aber nicht mir eingestehen. Ich bin auch richtig wütend geworden, wenn mir das dann jemand... Ich meine, ich hätte ja jeden Tag in diesen 6 Jahren einfach diese Beziehung beenden können und gehen können. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe ja bewusst, das habe ich damals nicht verstanden, aber ich habe ja daran festgehalten. Im Nachhinein ist das natürlich super, super peinlich, weil die ganzen Leute, die ich damit vollgeheult habe und die mir dann die Wahrheit gesagt haben, dass der Typ überhaupt gar keinen Bock mehr auf mich hat und dass ich dem hinterher renne. Aber ich bin dann richtig wütend geworden, weil es ja die Wahrheit war und ich dann gesagt habe, nein, der liebt mich, ihr wisst es gar nicht, wie das zwischen uns ist und so, ich verstehe das alles gar nicht. Aber jeden Tag habe ich trotzdem rumgeheult. Und, oh Gott, das tut mir jetzt, oh Gott. Aber ich meine, letztendlich, es ist okay, dass es so war, weil zu diesem Zeitpunkt wusste ich mir einfach selbst nicht besser zu helfen. Und im Nachhinein habe ich dann gedacht, mein armes inneres Kind, was ich so sehr verlassen habe damit. Und ich meine, warum wollte ich denn nicht, dass diese Beziehung zu Ende geht? Natürlich, weil ich nicht alleine sein wollte, aber vor allem, ich wollte auch gar nichts an meinen Umständen ändern. Das wäre ja zu schwierig gewesen. Dann hätte ich ja Persönlichkeitsentwicklung machen müssen. Und ist das anstrengend? Ja, ist es. Es ist verdammt anstrengend. Man ist dann mit schmerzhaften Dingen konfrontiert. Das wird ein bisschen unbequem. Es wird ein bisschen, ja, ist nicht so, muss man schon raus aus der Komfortzone. Und das wollte ich nicht. Ich habe eigentlich mich selbst so wie abgestempelt, dass ja, ich bin ja sozusagen die Dicke, die irgendwie nichts kann, die sich selbst nicht liebt und das ist dann so meine Rolle gewesen. Aber dass da noch Potenzial ist oder dass ich was aus mir machen kann, nee, das kann ich nicht. Und ja, ich muss
im Nachhinein sagen, dass die Tatsache, dass er mich dann irgendwann verlassen hat, beziehungsweise ich aufgehört habe, ihm nachzurennen wie das letzte Opfer. Also ich meine, ich ziehe das immer alles so ein bisschen ins Lächerliche, aber zu dem Zeitpunkt war das überhaupt gar nicht witzig. Es war super, super schmerzhaft und ich hab halt dieses ganze Drama auch voll gelebt. Ich habe mich da behandeln lassen wie ein Fußabtreter und nee, toll fand ich es nicht, aber dieses um Anerkennung kämpfen, ich glaube, das war so mein Zweck des Seins so ein bisschen. Habe ich ja viele, viele Jahre danach trotzdem noch gemacht. Aber was ich sagen möchte, ist die Tatsache, dass es dann irgendwann zu Ende war im Nachhinein, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich war völlig, völlig am Boden. Es war für mich, ich bin wirklich richtig zusammengebrochen. Es war für mich so, so schlimm. Ich will fast sagen, mein Lebensinhalt war weg. Und das ist ja das, was ich die ganze Zeit nicht wollte. Ich habe gedacht, was mache ich denn dann? Und wer bin ich denn dann überhaupt? Ich wusste so wenig mit mir selbst anzufangen, das ist so traurig, dass diese toxische Beziehung mein ganzer Lebensinhalt war. Weil abgesehen davon, dass ich mich selbst nicht lieben konnte und nicht akzeptieren konnte und ich endlich das Gefühl hatte, gesehen worden zu sein und akzeptiert worden zu sein, weil ich meine, dieser Mann, es war ja nicht nur alles schlecht, sondern er hat ja tatsächlich in mir das gesehen, was ich dann ja auch geworden bin später, aber was ich nie sehen konnte. Und dieses Gefühl man ist sich darüber gar nicht so im Klaren, warum man sich überhaupt in jemanden verliebt oder warum man sich zu jemandem hingezogen fühlt. Weil man in dieser anderen Person in der Regel etwas sieht, was man quasi verloren hat oder was einem genommen wurde. Irgendwelche Aspekte von sich selbst und diese Art und Weise, wie er mich gesehen hat oder wie er mich ja geliebt hat, also es war ja irgendwie eine gewisse Liebe ja da. Das war etwas, was ich mir selbst nicht geben konnte und dafür habe ich ihn gebraucht, um dieses Gefühl durch ihn zu bekommen. Und als er weg war, also es hat wirklich Jahre gedauert, das loszulassen. Ganz lange habe ich daran festgehalten und auch alle, die danach irgendwie ich kennengelernt habe, habe ich immer damit verglichen, weil dieses Gefühl, was er mir gegeben hatte, das habe ich dann irgendwie bei den anderen nicht finden können, bis zu der Beziehung mit meinem Ex-Mann. Das war halt nochmal eine Nummer härter, also von der Toxizität her. Aber danach, also es war halt auch noch schmerzhafter und alles, aber danach habe ich es dann verstanden. Nochmal zurück dazu, zu dieser Beziehung. Also ich möchte aber sagen, dass er mich dann verlassen hat, war das Beste, was mir eigentlich passieren konnte, weil ich habe dann angefangen, wirklich an mir zu arbeiten, weil, wie soll ich sagen, weil mir im Grunde nichts anderes übrig geblieben ist, weil es war dann ja niemand mehr da, der all das erfüllt, was er für mich erfüllt hat. Und dann musste ich in Bewegung kommen. Ich bin im Nachhinein so unfassbar dankbar dafür, weil dann hätte ich diese ganze Entwicklung sonst nicht gemacht. Wenn man da erstmal rauskommt, vor allem auch aus dieser Abhängigkeit der anderen Person gegenüber, man weiß gar nicht, was für ein Glück auf einen warten kann. Und zwar das Glück mit sich selbst und die Liebe zu sich selbst, die man dann entfaltet. Aber es ist natürlich der steinigere Weg. Und es ist eben, ich meine, ich habe das so viele Jahre gemacht. Ich weiß noch, wie mich das einer gefragt hat. Da habe ich gedacht, ups. Hat er zu mir gesagt, wie lange soll das noch gehen? Wie lange willst du das noch mitmachen? Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Und dachte ich, stimmt. Weil du verbringst dann ja die Blüte deines Lebens so unglücklich, die Jahre kriegst du nicht mehr wieder. Aber was ich ganz allgemein sagen möchte ist,
Es ist nie zu spät, nie, egal wie alt man ist, sich zu trennen und die neue, wahre Liebe zu treffen. Aber natürlich erst nachdem man an sich gearbeitet hat und nicht von einer toxischen Beziehung in die nächste zu gehen. Das ist nicht Sinn der Sache. Weil zu denken, dass jetzt ist mit dem nächsten alles anders wird, obwohl man sich selbst null verändert hat, dann hat man genau das Gleiche, was man vorher auch hatte. Weil man ja immer das sucht, was man in sich selbst nicht findet. Aber die Liebe, die wir eigentlich immer suchen, die tragen wir in uns selbst. Nur sind wir uns darüber nicht im Klaren und denken immer, das muss von außen kommen, aber das stimmt gar nicht.